Welche Gefährdungen nehme ich denn dort eigentlich zur Hand? Es sind 47 einzeln gefahren. Dann kommen wir zum Test. Wenn Sie das systematisch nach diesem Best-Practice-Modell durchgeführt haben, wird Ihnen das hoffentlich nicht passieren. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Beitrag präsentieren zum Thema Business Continuity Management in integrierten Managementsystemen. Mein Name ist Bernd Hinsch. Ich komme von der Infraserv Höchst. Wir betreiben den Industriepark in Frankfurt am Main. Der ist dem einen oder anderen vielleicht nur aus der Geschichte der Höchst AG bekannt. Wenn man sich den Industriepark als Luftbild anschaut, dann kann man ihn schön sehen, dass es ein 4,6 Quadratkilometer großes Areal ist, vor den Toren in Frankfurt, auch manchmal Manhattan genannt. Schaut man in den Industriepark hinein, dann geht es hier darum, dass eine Industrieparkbetreiber, und dieses Betreibermodell ist jetzt 25 Jahre alt, bei diesem Betrieb die Entsorgung, die Site-Services, die Logistik, die Personal- und die Energieversorgung am Standort aus einer Hand liefert, damit sich die Kunden aus der pharmazeutischen und chemischen Industrie auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Unsere Leistungskennzahlen im Industriepark Höchst sind, wie eben schon erwähnt, 4,6 Quadratkilometer Gesamtfläche, ungefähr 1000 Pacht- und Mietgebäude, die es zu managen gilt. Wir haben jetzt aktuell noch etwa 50 Hektar Freifläche für Neuansiedlungen. 120 Produktionsanlagen stehen im Industriepark Höchst, die einem sehr starken regulierten Umfeld unterliegen. In dem Industriepark Höchst arbeiten etwa 22.000 Menschen, die zu 90 Unternehmen gehören. Unser Leistungsportfolio, was wir anbieten, ist den Standortbetrieb, das Standortmanagement, aber auch die Standortberatung. Wenn ein Unternehmen einen Standort sucht, an dem es chemische oder pharmazeutische Produktion aufnehmen kann, sind wir aus unserer Sicht ein idealer Standort, weil wir kümmern uns um die ganzen Leistungen, die wir Ihnen hier aufgelistet haben. Wer einen Industriepark betreibt, der bewegt sich in einem sehr, sehr stark regulierten Umfeld und der Gesetzgeber kommt immer öfter auf die Idee, die Einhaltung von Gesetzen durch eine Zertifizierung nach ISO-Normen zu verlangen. Das steht dann direkt im Gesetztext drin. Wenn man mal etwas tiefer in die ISO-Normen hineinschaut, dann wird man feststellen, dass die meisten ISO-Normen heute der sogenannten High-Level-Structure folgen. In jeder Norm finden sich die gleiche Strukturierung und finden sich die gleichen Kapitel und Überschriften wieder. Es wird auch durchgängig der risikoorientierte Ansatz gefordert und die Bewertung der Prozessleistung ist auch immer wieder gefordert. Das haben all diese Anforderungen gemeinsam. Und wenn Sie sich das über Ihre Prozesse und über Ihre Abläufe genauso vorstellen, dann können Sie vieles immer wieder verwenden, um die eine oder andere Anforderung noch abzubilden. Wir haben im Moment aktuell mehr als 60 Zertifikate und diese Zertifikate basieren im Wesentlichen auf den ISO-Normen oder auf weiteren Verordnungen oder regulatorischen Anforderungen. Das haben wir auch alles auf unserer Internetseite dargestellt. Ja, wenn man jetzt mal etwas tiefer hineinschaut, die Normen als sogenannte Best-Practice-Modelle begreift, dann guckt man in die Normen hinein und die eben schon zitierte High-Level-Structure, die in der linken Tabellenhälfte zu sehen ist, zeigt dann schön, wie die Gliederung aussieht. Und in der rechten Seite ist nochmal eine kurze Erklärung angegeben. Das heißt, der Kontext der Organisation, damit ist gemeint, das Verstehen der Erwartungen, die die interessierten Parteien an sie haben. Das kann der Gesetzgeber sein, das können Behörden sein, das können ihre Kunden sein, das können aber auch genauso gut Nachbarn sein, die sie im nachbarschaftlichen Umfeld eines Industrieparks haben. Im Kapitel 5 kommt das Thema Führung und Verantwortung. In einer größeren Unternehmung, wie wir sie auch darstellen, wird Führung und Verantwortung ja normalerweise delegiert. Das heißt, die Geschäftsführung hat nicht die komplette alleinige Verantwortung, sondern Führung und Verantwortung werden funktional oder auch über Rollen delegiert. In diesem Kapitel finden Sie aber auch die Kernaspekte der einzelnen Normen, auf die ich gleich noch etwas näher eingehen möchte der nächsten Folie. Das Thema Chancen und Risiken, Ziele, Maßnahmen, Zielerreichung, also all das, was zur Steuerung Ihrer Organisation beiträgt, finden Sie in dem Kapitel 6. In dem Kapitel 7 gibt es eine ganze Menge Aussagen zu dem Thema Ressourcen, Kompetenzen, Bewusstsein, Kommunikation und auch wie Sie mit dokumentierten Informationen umgehen. Das sind all die Dokumentationen, die Sie aus regulatorischen Anforderungen heraus haben müssen und die Sie auch jederzeit ziehen können müssen. Der Betrieb, also die Planung und die Steuerung, der tatsächliche operative Betrieb heraus oder aber auch als Kundenbesuchen oder Kundenaudits oder Reklamationen, die es dann vielleicht mal hier und da gibt. In der rechten Spalte dargestellt habe ich Ihnen nochmal, wie das Ganze zu dem PDCA-Zyklus, der ja den meisten von Ihnen wahrscheinlich bekannt ist, also Plan, Do, Check, Act zusammenpasst. Ja, und wenn man dann einen Schritt weiter geht und sich diese Gemeinsamkeit der High-Level-Structure zunutze macht
Und in den einzelnen normativen Anforderungen, die ja immer ein bestimmtes Thema verfolgen, wenn man dort hineinschaut, dann werden Sie ganz schnell über den Kernaspekt finden, was zu den einzelnen Sachen gehört. Im Qualitätsmanagement steht immer der Kunde im Fokus. Das heißt, Sie wollen die Kundenanforderungen möglichst gut erfüllen und hoffen, dass der Kunde am Ende des Tages zufrieden ist, was Sie auch messen sollten, und gerne dafür Geld bezahlt. Im Umweltmanagement, das ist ja ein ganz großes Thema heutzutage oder immer mehr ein Thema, das Thema Nachhaltigkeit erreichen Sie, indem Sie Ihre Umweltleistung verbessern. Energiemanagement ist auch ein großes Thema. Die Steigerung der Energieeffizienz bedeutet erstens mal, dass Sie mit weniger Energie hoffentlich das gleiche Produktionsergebnis erzielen. Und zum anderen, wenn Sie weniger Energie verbrauchen, sind Sie auch nachhaltiger und die CO2-Emissionen gehen in der Regel stark zurück. Neuere Themen, in denen man den Bezug zum Gesetz sofort lesen kann, ist das Thema Informationssicherheit. Die ISO 27001, Sicherheit in der Informationstechnik, und der IT-Sicherheitskatalog, den wir hier in Deutschland nochmal draufgesetzt haben, der sagt dann ganz klar, dass Stromnetz, Gasnetzbetreiber und in Zukunft auch Energieerzeuger eine Zertifizierung brauchen, die nachweist, dass sie ein ordentliches Informationssicherheitsmanagementsystem betreiben. Das wird auch gerade im aktuellen Kontext des Krieges in der Ukraine und all den Bedrohungen, die wir erlebt haben, ein immer größeres Thema. Das Risikomanagement, gibt es auch eine Norm dafür. Diese Norm wird aber nicht häufig zertifiziert, aber man tut gut daran, wenn man sich daran orientiert, denn dann kann man es nach der gleichen Struktur und dem gleichen Gusto in seinem Managementsystem abbilden. Schließlich und endlich kommt auch noch das Thema Business Continuity Management, über das wir heute ja etwas intensiver sprechen wollen. Da geht es um die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Das Thema Business Continuity Management ist in den letzten Jahren etwas stärker auf die Agenda gekommen, nicht zuletzt auch dadurch getrieben, dass Wirtschaftsprüfer danach fragen, was macht ihr eigentlich, wenn eure Anlagen ausfallen? Wie könnt ihr den Weiterbetrieb und die Weitererbringung eurer Services eigentlich sicherstellen? Da muss man nicht lange überlegen, wie macht man das? Dann nimmt man am besten diese Norm als Best-Practice-Modell her. Man muss sich ja nicht unbedingt zertifizieren lassen. Die Zertifizierung nach 22301 ist hier in den westeuropäischen Ländern eher weniger zu sehen. Das kommt eher so aus dem amerikanischen Raum, dass dort auch Zertifikate gefordert werden. Ein neuer Trend, der auch zu erkennen ist, dass Business Continuity Management zu Rabatten bei Versicherungsprämien führen kann. Auch die Versicherer fragen heutzutage nach, was macht ihr eigentlich, wenn? Ja, dann vielleicht noch ein kleiner Ausflug in unser integriertes Managementsystem. Wir nennen es Prisma. Dem versuchen wir, all diese Anforderungen abzubilden. Das Grundsätzliche, was Sie ja abbilden müssen, schon wenn Sie ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen, Sie müssen Ihre Ablauforganisation beschreiben. Damit ist gemeint, Sie müssen Ihre Abläufe, Ihre Prozesse beschreiben. Und auf der anderen Seite müssen Sie Ihre Aufbauorganisation beschreiben, denn durch die Beschreibung der Aufbauorganisation können Sie letztendlich auch Rollen definieren, Rollen zuordnen und diese Rollen Mitarbeitern zuordnen. Und dann haben Sie das Kapitel Führung und Verantwortung sehr gut erledigt. Und die Aufgaben entstehen an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen und aus verschiedenen Anforderungen heraus. Begreift man die einzelnen Normen als Best-Practice-Modelle, um Anforderungen abzubilden, dann haben Sie die Möglichkeit, das zu nutzen für ein internes Kontrollsystem, für eine Regelwerksverfolgung, für eine Auditierung, für ein Risikomanagement, für ein Informationssicherheitsmanagementsystem, auch für Gefährdungsbeurteilungen in der Arbeitssicherheit und so weiter. Aus all diesen Dingen kommen ja meistens Maßnahmen heraus. Die Maßnahmen packt man in eine gemeinsame Maßnahmensteuerung. Diese Tools und diese Dinge, die hat man dann in der Regel einmal in seinem integrierten Managementsystem und kann sie sehr leicht bei einer Erweiterung nutzen. Ja, das sind die Themen, habe ich hier nochmal zusammengestellt. Also der Gesetzgeber, die Versicherungen, die Wirtschaftsprüfer und am Ende vom Tag auch noch die Zertifizierer, die Ihnen dann die Zertifikate ausstellen, die bei der Lieferantenqualifizierung in der Regel gebraucht werden, interessieren sich sehr stark dafür. Ja, stellen Sie sich mal vor, Sie wachen nachts um 3 auf und stellen auf einmal fest, tja, ich produziere auf einer schönen kleinen Insel. Von dieser schönen kleinen Insel aus habe ich eine Brücke. Und über diese Brücke müssen all meine Produkte fahren, damit ich sie zum Kunden bringen kann. Sie stellen fest, Sie haben dort ein Risiko, was Sie nachts nicht gut schlafen lässt. Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen näher an uns heranzuholen, gibt es hier im Rhein-Main-Gebiet ein aktuelles Beispiel, die Salzbachtalbrücke. Die Salzbachtalbrücke als Begriff kannte wahrscheinlich kaum jemand in Deutschland. Nur jemand, der hier vor Ort in Wiesbaden wohnhaft ist, wusste den Begriff Salzbachtalbrücke. Viele, die die A66 als Ost-West-Verbindung im
Rhein-Main-Gebiet nutzen, sind jeden Tag zur Arbeit und nach Hause oder sonst wohin gefahren über diese Brücke. Die Brücke sollte stabilisiert werden, denn sie war eigentlich ursprünglich gar nicht ausgelegt für so viele Autos. Bei dem Versuch wurde aber leider tragende Stahlseile irreparabel beschädigt. Ich kenne mich nicht so genau mit der Architektur aus, aber das hat zur Folge gehabt, durch das Anbohren der Brückenpfeiler ist genau das passiert. Diese Brücke wurde von jetzt auf gleich unbrauchbar. Da die Brücke einzustürzen drohte, waren auch große Teile des Zugverkehrs von und nach Wiesbaden unterbrochen. Und eine Autobahnzufahrt von Süden nach Wiesbaden ist auch unterbrochen. Tja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, hätte es hier vielleicht einen Plan gebraucht, was machen wir eigentlich, wenn eine solche Brücke nicht mehr zur Verfügung steht. Montags oder auch schon am Wochenende im Radio, ich weiß es nicht mehr so genau, konnte man schön hören, die Behörden traf diese Katastrophe eigentlich unvorbereitet. Dass die Brücke erneuert werden muss, das war schon seit 2009 bekannt. Die Brücke, wie wir eben schon festgestellt haben, war irreparabel beschädigt. Nach kurzem Hin und Her wurde beschlossen, die Brücke muss abgerissen und neu gebaut werden. Aber das Wichtige bei dem Thema ist, es gab eigentlich überhaupt keinen Notfallplan, würde man vielleicht sagen, oder neudeutsch Business Continuity Plan. In der Radiomeldung hörte ich dann am Wochenende, ja, die zuständigen Behörden werden sich am Montag mal zusammensetzen und werden dann überlegen, wie man jetzt alternative Verkehrswege finden kann. Der Gesetzgeber fordert von uns Unternehmen, dass wir ein Business Continuity Management haben. Der Gesetzgeber oder die Behörden sind teilweise blank, was ihre eigenen Aktivitäten betrifft. Fand ich sehr bezeichnend. Was ist eigentlich Business Continuity Management? Das kann man aus der Betriebswirtschaftslehre ableiten, das heißt Entwickeln von Strategien, Plänen und Handlungen, um Tätigkeiten oder Prozesse, deren Unterbrechung der Organisation ernsthafte Schäden zufügen würde, zu schützen und alternative Abläufe zu ermöglichen. Wenn Sie in die ISO-Norm reinschauen, ist das ganz ähnlich. Ein Business Continuity Management System, und da spricht man erstmals vom Management-System, ist das Vorbereiten, Bereitstellen und Aufrechterhalten von Kontrollen und des Vermögens, die allgemeine Fähigkeit eines Unternehmens zu steuern und den Betrieb während einer Störung aufrechtzuerhalten. Dann gibt es noch die Definition für das Wort BCMS selbst, aber ich glaube, das ist unter uns Management-Systemleuten eigentlich selbstredend, dass man einen solchen Ansatz dann mit dem Ziel, Business Continuity zu erreichen, als Management-System bezeichnet. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis ein bisschen, sind wir wieder bei der ISO-Norm dafür, als Best-Practice-Modell, der dazugehörigen High-Level-Structure, und somit kann man das relativ gut in ein vorhandenes Management-System, was diesen Abläufen gehorcht und diese Kapitel abbildet, einbauen. Ganz wichtig ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch nochmal zu sehen oder sich da vor Augen zu führen, was ist Risikomanagement und was ist Business Continuity Management. Risikomanagement ist ja schon seit einer ganzen Weile etabliert in vielen Unternehmen, hat der Gesetzgeber auch schon vor gut 20 Jahren Forderungen dazu aufgestellt, dass größere Unternehmen das machen müssen. Risikomanagement beschäftigt sich mit den Risiken in der Zukunft. Diese Zukunft wird im Risikomanagement als der Bewertungsparameter Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts bewertet. Der zweite Parameter ist die erwartete Schadenshöhe. Risikomanagement beschäftigt sich immer mit noch nicht eingetretenen Risiken. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich das Business Continuity Management mit der Situation, dass das Risiko tatsächlich eingetreten ist und mit der Frage, was ist zu tun, um den Schaden zu begrenzen und weiterarbeiten zu können. Dazu hält das Business Continuity Management zwei zentrale Elemente. Da sind wir wieder bei den Kernaspekten. Das ist die Business Impact Analyse und der Business Continuity Plan. Als erstes macht man eine Business Impact Analyse, um festzustellen, was kann mir eigentlich alles passieren. Wenn ich dann festgestellt habe, was mir passieren könnte, dann überlege ich mir etwas, was ich in dem Fall tun würde. Also ein Business Continuity Plan. So etwas Ähnliches kennen wir auch aus der Umweltnorm, aus der 14001. Da wird von Notfallplänen gesprochen. Diese hatten aber in der 14001 dann das Ziel, den sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten und möglichst keine Umweltstörungen zu verursachen. Das ist ein bisschen anders. Den Unterschied sollte man hier auch berücksichtigen. Ja, wenn ich jetzt die einzelnen Elemente mal zuordne, wieder meinem PDCA-Zyklus zuordne, dann komme ich dahin, dass ich die Business Impact Analyse eigentlich in der Planungsphase und die Business Continuity Plan auch in der Planungsphase definieren muss, also beschreiben muss, wie mache ich das eigentlich. Das kann man dann in Form von Prozessen, Ablaufbeschreibungen oder Verfahrensanweisungen machen, je nachdem, was für die eigene Organisation Usus ist, um solche Abläufe zu beschreiben. Dann komme ich in die Do-Phase. Das heißt, ich muss diese mir vorgenommene Art und Weise oder Methodik, wie ich eine Business Impact Analyse, einen Business Continuity Plan erstellen möchte, die muss ich anwenden entlang meiner Geschäftsprozesse. Wenn man zum Beispiel an das Informationssicherheitsmanagementsystem denkt, ist es Aufrechterhaltung von Stromverteilung, also ein Stromnetzbetrieb in einem Industriepark. Also ich habe eine Business Impact Analyse, habe herausgearbeitet, was mir passieren kann, und ich habe dafür auch Business Continuity Pläne erstellt, wo ich dann genau aufgeschrieben habe, was mache ich
ich denn, wenn das tatsächlich eintritt, dieses Risiko? Ganz wichtig ist das Thema Business Continuity Plan auch testen. Wenn Sie das nicht getestet haben, werden Sie auch nicht erfahren, ob das wirklich funktioniert. Unsere Erfahrung ist, bei dem Business Continuity Plan Test stellt sich hier und da schon raus, dass man an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachschärfen muss und dass man das auch üben muss, damit es dann wirklich im Zweifelsfall auch funktioniert. Schönes, einfaches Beispiel. In einem solchen Business Continuity Plan steht drin, ich muss mich an einen anderen Ort bewegen. Habe ich für diesen anderen Ort auch alle Schlüssel? Wenn ich mit dem PC dort arbeiten möchte, habe ich meine Tokens dabei? Habe ich meine sonstigen Sachen, die ich brauche, auch wirklich alle dabei? Das muss ich einfach üben und mal probieren. Weil nichts ist schlimmer, wenn Sie eine Stunde weit gefahren sind, wollen den Betrieb wieder aufnehmen und Sie stellen fest, mir fehlt eine Kleinigkeit, mir fehlt ein Token, mir fehlt ein Passwort, mir fehlt ein Schlüssel zu einem Raum. Wenn Sie das trainiert haben und eine Checkliste dafür haben, wo das alles drinsteht, dann wird das auch funktionieren. Also kann man hier schön sagen, der PDCA-Zyklus hilft uns sehr gut, das abzubilden. Wie haben wir das gemacht? Wir haben gesagt, das Business Continuity Management System. Wir haben einen Managementprozess geschrieben, um die richtige Management Attention auch dafür zu haben. Der heißt Business Continuity Management etablieren. Und darin kommt dann auch vor, eine BIA ist zu erstellen und ein BCP ist zu erstellen. Das sind jetzt hier so kleine Screenshots, die ich Ihnen mitgebracht habe. Und wir haben das mit Excel gemacht. Wir haben das heute noch nicht als programmierten Teil in unserem Managementsystem drin. Das könnte man sich auch vorstellen, aber aktuell sind diese Excel-Sheets völlig ausreichend. Wir haben die Business Impact Analyse aufgeteilt und haben sie in eine strategische, in eine taktische und eine Asset BIA unterteilt. Die strategische BIA ist ausgerichtet auf die Prozesse, auf die Produkte und Dienstleistungen. Die taktische ist dann ausgerichtet auf Informationsflüsse, auf relevante Aktivitäten in der Leistungserbringung und bezieht auch die Dienstleister mit ein. Und die Asset-Liste ist dann wieder ein Spezifikum, was man auch braucht, wenn man sich nach IT-Sicherheitskatalog und ISO 27001 zertifizieren lassen will. Alle Assets, die in irgendeiner Form eine Informations- und Kommunikationstechnik darstellen, die also netzwerktechnisch erreichbar ist, all diese Assets müssen behandelt werden. Die müssen auch mit einer Gefährdungs- und Risikobehandlung unterzogen werden. Und sie kommen dann natürlich auch hier in der Business Impact Analyse wieder vor. Den Business Continuity Plan, den können Sie auch ganz einfach mit einem Word-Dokument machen im ersten Schritt. Wichtig ist hier einfach, dass man nochmal sagt, welche Gefährdungen nehme ich denn dort eigentlich zur Hand, an denen ich mich orientiere, was mir passieren kann. Sehr, sehr gut geeignet, finden wir, sind hier die elementaren Gefahren, die in einem BSI-Katalog, in dem sogenannten G0-Katalog zusammengefasst sind. Es sind 47 Einzelgefahren. Der Katalog ist frei verfügbar, den kann man beim BSI runterladen. Also jetzt führen wir die erstellten BIA und erstellten BCPs durch und füllen sie mit Leben. Wenn wir das getan haben, dann kommen wir zum Test. Wie eben schon gesagt, der Test ist eminent wichtig, denn an dem Test werden Sie erkennen, was vielleicht noch nicht sauber funktioniert und Sie werden vor allen Dingen auch ein Gefühl dafür kriegen, wie lange brauche ich denn eigentlich, um das hinzukriegen. Und das passt dann wieder zu der maximal tolerierbaren Ausfallzeit, die Sie vorher festgestellt haben mit der Business Impact Analyse. So, und wenn Sie das alles gemacht haben, gilt für mich die Devise, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also Ärmel hochkrempeln und rangehen und dann müssten Sie auch besser schlafen können. Dann darf es nämlich nicht mehr so sein, dass Sie nachts um 3 aufwachen und denken, ich habe da irgendwas ganz Wichtiges vergessen, da könnte ja noch was sein. Wenn Sie das systematisch nach diesem Best-Practice-Modell durchgeführt haben, wird Ihnen das hoffentlich nicht passieren. Was ich jetzt hier nicht mit einbezogen habe in meinen Vortrag, ist das Thema, wie muss eine Business-Impact-Analyse im Detail ausgestaltet sein, wie muss ein Business-Continuity-Plan im Detail ausgestaltet sein. Ich glaube, dafür gibt es ganz viele Lehrbücher und ganz viele Quellen, die man auch leicht über Google oder beim BSI finden kann, in denen Sie das geeignete Sheet dafür finden, was Sie noch ein bisschen anpassen können für Ihr Unternehmen. Wir haben festgestellt, man findet nichts aus dem Lehrbuch oder auf irgendwelchen Internetplattformen, was für einen als Unternehmen im Speziellen geeignet ist. Das müssen Sie noch ein bisschen anpassen, aber das machen Sie ja in der Planphase bei dem Thema definieren. Und wenn Sie das gemacht haben, glaube ich, werden Sie erfolgreich sein. Ja, vielen Dank. Hier noch meine Kontaktdaten. Ich fachsimple gerne mal mit dem einen oder anderen über dieses Thema und würde mich über einen Informationsaustausch freuen. Vielen Dank.